Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und heute gibt es ein kleines Special von Chilling Scares. Chilling Scares zeigt uns heute ein paar unheimlich gruselige Fotos aus dem Internet. Und wir werden uns sicherlich fragen, woher kommen diese Fotos? Warum sind sie so gruselig? Und gibt es eine Erklärung dafür? Ist etwas bearbeitet oder nicht? Lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass wir eine Menge Gänsehaut heute haben. Also dann, viel Spaß. Hier ist Chilling Scares. So, Freunde der Nacht, ich habe euch etwas mitgebracht. Chilling Scares, hier haben wir Where did these image come from? Also, woher kommen diese Bilder? Ich bin gespannt. Dann lasst uns mal diese unglaublich scaring Bilder ansehen. The Rake. If you've been on the... Der Rake. Einer meiner absoluten Favoriten, ja. Also so oft in irgendwelchen Clips aufgetaucht. In Tunnel, in Höhlen, in Wäldern, in Vorgärten, in Kellern. Überall dieser Rake. Und wir sehen ihn da. Glatzköpfig, nackt, große Augen und ein Riesenmaul. Der Rake. Ja, es hört sich jetzt lustig an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel, wie ich schon von diesem Wesen gesehen habe, so langsam stellt sich bei mir der Glauben an dieses Ding ein. Naja. horror side of the internet for even a short amount of time, there's a good chance you've heard of the Rake. The story of the Rake first emerged in the early 2000s on the online forum 4chan. Initially, it took the form of a series of anonymous posts and accounts by individuals claiming to have encountered a mysterious creature in the woods. These narratives described a humanoid creature with pale, gaunt features, long limbs, and large soul-piercing eyes, a being known as the Rake. And even if you've never heard of the name before, there's a high chance that you've seen this image. In it, we can see some kind of creature lurking in the bottom right-hand corner of a photograph taken somewhere in a forest during the dead of night. Das kann natürlich auch gut gefaked sein. Ne? Das ist ja jetzt hier kein Hexenwerk und das ist aus dem Jahre 2010. Auch damals war so etwas schon gut möglich. The Rake is shown with glowing white eyes and a long, skinny body. It's an image that has haunted those who have seen it. That's really trying to figure out what exactly this terrifying entity is. The image in question was reposted all over the internet, and its eerie, realistic look convinced people into thinking it was a genuine photo taken by a trail cam or something of the like. While doing research on the origins of the photograph, it turns out it was actually part of a large marketing campaign for the video game Resistance 3, which was released on September 6, 2011. In Resistance 3, there's a brief moment where players encounter a similar creature known as the Grim. The design of the Grim, with its pale and emaciated appearance, resonated with the collective imagination of the online community, leading to the adoption of the image as the visual representation of the creepypasta that is the Rake. Aber diese Dinger sahen gar nicht so aus. Ich habe Resistance, ich glaube, bis zum zweiten Teil auch gespielt. Und diese Dinger sahen ja ähnlich, aber man hat ja jetzt auch gesehen, die haben ja ganz anderen Kopf. As is common with many creepypastas, the story of the Rake quickly gained traction across various online platforms. Writers and artists expanded on the original concept, adding their own twists and adaptations to the creature's mythology. The association of the Rake with the image from Resistance 3 played a significant role in its widespread recognition and adoption within the online horror community. Even though the photo in question caused many people on the internet to be creeped out, it is worth noting how intriguing it is that this image essentially helped to shed a light on more creepypastas. Ja, ich frage mich halt nur, die ganzen Clips, wo dieses Ding auch in Tunnel und Höhlen und so auftaucht, ich weiß nicht, viele davon wirken so dermaßen authentisch und real. Vielleicht finde ich da noch eine spezielle Compilation zu, dann können wir uns das mal ansehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich zu dem Marketing von diesem Videospiel gehörte. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ist mir auch damals nicht irgendwie bewusst gewesen. Weil ich habe ja jetzt schon einige Zeit von diesem Ding da gehört, ne, von dem Rake. It's safe to assume that without the mass popularity of the Rake and its image, creepypastas wouldn't be as widely well known. Teletubbies. In the late 1990s, a British children's television show burst onto the scene, captivating young viewers with its whimsical characters and vibrant world. Ich war damals, zu der Zeit, als die Teletubbies rauskamen und liefen, auf Kika, glaube ich, damals auf dem Kinderkanal, war ich schon etwas älter, ja, war ich so 15, 16.
hatte damit eigentlich nicht mehr so viel am Hut, aber auch damals ging so bei den Leuten in meinem Alter so der Hype ab, ja. Ah, die Teletubbies, aha. Also es war schon lustig, ich fand das aber immer sehr albern, weil es war halt für Kleinkinder. Ich fand es teilweise auch sehr speziell, um es mal so auszudrücken. Und ja, eigentlich war es vom Grunde her dumm. The Teletubbies, created by Ann Wood and Andrew Davenport, became an instant sensation, captivating children and adults alike with their unique blend of educational content, imaginative storytelling, and infectious joy. Und ich war nicht der Einzige, der das dumm fand. Es entbrannte auch eine Diskussion, warum man dieses sinnentleerte Zeug seinen Kindern zeigen sollte. Das weiß ich noch ganz genau, ja. Das war eine Riesendiskussion. Das wäre ja überhaupt nicht pädagogisch wertvoll und so weiter. Wobei ich mich ja auch frage, muss Kinderfernsehen immer unbedingt pädagogisch wertvoll sein? Ja, für mich war es halt nichts. Ich war halt 14 Jahre zu alt. Each Teletubby had its distinct appearance, personality, and color, making them easily recognizable and relatable to young viewers. Although these characters are beloved by young children around the world, there is one specific photograph of the Teletubbies that has been creeping people out. Ja, auch sehr schlechte Kostüme, ne? Also man konnte sich, glaube ich, nichts Schlechteres einfallen lassen als diese Augen. Das wird man mit Absicht gemacht haben, damit die Leute in dem Kostüm da durchgucken können. Aber man hätte sich da auch was anderes überlegen können, ne? Also vielleicht, dass man den Mund etwas geöffnet hat, dass die durch den Mund gucken und die Augen etwas höher. Also das ist echt schon, also weiß ich nicht. Ich glaube, in dem Moment, als das Bild aufgenommen worden ist, das Kind, was da auf dem Bild zu sehen ist, empfand das jetzt vielleicht nicht als so gruselig, weil es halt wusste, dass da Menschen drin stecken. Aber wenn man jetzt allein nur dieses Bild so sieht, ne, boah, nicht schön, nicht schön. And it's not too hard to see why. The photograph in question shows a young boy sitting in some sort of hospital room surrounded by 4 of the main Teletubbies. However, these aren't the ordinary Teletubbies that we're used to. Ne. These ones have completely black, lifeless eyes that are absolutely horrifying to look at as the 4 of them stare at the camera. Ja, es sind halt, wie gesagt, ne, also hinter diesen Augen verbergen sich halt die Augen von den Leuten im Kostüm und die schauen halt durch diese Augen. Und da hat man halt so ein Gitternetz gewählt, so ein dunkles. Und ja, wie gesagt, es war jetzt nicht die beste Entscheidung, glaube ich. But what exactly is this photograph, and what's going on here? Let's examine the photo. A poster of the Dutch football star Dennis Bergkamp can be seen on the wall in the background. In light of this, it's very conceivable that this picture was taken in the Netherlands. It's also Warum soll das in den Niederlanden geschossen worden sein? So wie ich das sehe, hat er da ein Arsenal-Trikot an. Also, er hat ja auch, glaube ich, da muss ich mal einmal nachgucken, er hat ja auch für Arsenal London gespielt zu der Zeit. Da muss ich mal eben schauen. Und die Teletubbies selbst, die besuchen halt dieses Kind. So wie das manche Comicfiguren oder was auch immer Leute in Kostüm öfter machen. Ja, er hat bei Arsenal gespielt. Richtig, also das ist hier kein Foto aus den Niederlanden, sondern kann auch sehr gut aus Großbritannien oder England sein, von einem Arsenal-Fan. Und ja, die besuchen ihn halt im Krankenhaus. Das ist genauso wie hier Johnny Depp besucht in Jack Sparrow-Kostüm kranke Kinder und so. Da waren es halt die Teletubbies. Die Kostüme sind halt nur sehr mies, ja. also important to note that the image in the corner is actually a snapshot of another image. It looks to be a picture of a picture. We cannot, of course, overlook the fact that these outfits are meant to be spooky. Wieso sieht es aus wie ein Bild auf einem Bild? Wieso? Das ist halt in einem Krankenhaus. Also der Hintergrund, das sieht aus wie ein Krankenzimmer. Nicht modern, nein, aber die britischen Krankenhäuser, die sind halt teilweise noch eingerichtet wie in den 80ern, ja. Weil halt Geld auch fehlt im Gesundheitssystem. Und deswegen sieht das auch so ein bisschen seltsam aus. Ist halt so. These were designed to be disturbing, and thus it appears that everything was done on purpose. The first occurrence of this image on the internet, according to what I was able to find, refers to this Reddit post from the r/creepy subreddit with the caption, "As if being sick as a kid wasn't scary enough. I saw this on the wall in the children's ward of an English hospital under the name Celebrities Who Visited Us," wrote the uploader JF1984 in a comment. The uploader hasn't made a post on Reddit in almost 7 years. Ja, also es hing in einem Krankenhaus und da waren halt Fotos von Prominenten, die halt das Krankenhaus besucht haben. Und die Teletubbies gehörten halt zu den Prominenten. Es sind halt fiktive Figuren, es waren Leute in Kostüm, aber ja,
indicating that he presumably no longer uses that account, although he still is active on other social networking sites. Ja, es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ne? Es ist jetzt irgendwie nicht er hat bei Reddit schon seit 7 Jahren nichts mehr gepostet. Die Leute haben ständig neue Accounts bei Reddit aus diversen Gründen und lassen ihre alten Accounts auch einfach sterben. So ist Reddit nun mal. Und das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Where he goes by the name JF Doodles. When Scare Theater, a YouTuber, messaged him about the Teletubbies image, he replied that he had seen the image on the notice board in a children's hospital waiting area. Jay regrettably replies that he didn't know any further details regarding the image when he was pressed. He said that owing to the hospital's rigorous patient confidentiality policies, he wouldn't be able to get in touch with them easily. Beyond this, it's difficult to uncover any more information regarding this image. Given the circumstances, we can only infer that this was a hospitalized child who was visited by these men in an effort to lift his spirits. But it's definitely safe to say that it didn't go over all that well, since what type of youngster would find themselves in a better frame of mind after seeing these 4 enter to surprise them? Wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo diese Fake-Teletubbies ihn besucht haben, hat er das, glaube ich, nicht als so unheimlich empfunden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Foto ist unheimlicher, als die Situation an sich war. Und da wird jetzt auch viel zu viel hineininterpretiert, ganz ehrlich. Es ist halt unheimlich, weil es halt gruselig aussieht, aber in diesem Moment war es nicht gruselig. So super unglücklich sieht der Junge jetzt auch nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was sollen die mit ihm gemacht haben? Es sind Menschen in Kostüm, in schlechten Kostümen, aber ja. Smile Dog. Those who have gone digging around for creepypastas and creepy images on the internet in the past have surely seen at least one of these 3 images. Like many other things, Smile Dog may be linked back to 4chan, in this case the X-board. The image is more than 10 years old, and the Also, das Foto ist garantiert echt, es ist halt schlecht aufgenommen, wahrscheinlich in der Bewegung oder wo auch immer. Es ist ein Husky, die haben sowieso für manche Menschen sehr unheimliche, helle Augen, oft. Und seine Zähne sehen halt aus wie Zähne, ne? Könnten jetzt auch menschliche Zähne sein. Vielleicht haben sie doch eingeschnitten, ich weiß es nicht. Es sieht unheimlich aus, ja. earliest creepypasta article I could locate was from 2010. Many individuals have been truly disturbed by the well-known and unsettling site known as smile.jpg. According to the legend, if someone sees the image, they will instantly feel compelled to share it with everyone they know. This is necessary because it's said he'll pay you a visit if you don't. The legend states. Also 4chan und Reddit, ne, das ist der Abgrund. Ja, der Abgrund, kann ich nur sagen. Auch was solche Geschichten angeht. It's that the dog represents a demonic creature or bad spirit that would purportedly torment the victim until it becomes its real form and kills them. Unless they distribute the... Ja, what appears to be a heavily photoshopped mouth. Richtig. Heavily photoshopped. Ja. Photo, of course. People who say they saw smile.jpg frequently faintly joke that they were too busy to download a copy of the image on their computer. All supposed victims, however, provide the identical description of the image. The only background feature visible is a human hand extending from the shadows on the left side of the picture, which is used to characterize the dog-like creature's appearance, which is typically described as resembling a Siberian husky. But creepypasta aside, where does this image originate from? There are really 3 photographs, but alas, there isn't much, if any, information. Ja, und das zweite Bild in der Mitte ist natürlich super Photoshop. Das ist Photoshop 2000, 4 Millionen, was weiß ich. Und das Foto daneben auch. Ja. 3 super gefotoshoppte Fotos. Also nicht super, also das linke ist super gefotoshoppt, finde ich. Das in der Mitte ist offensichtlich sehr übertrieben. Und das rechte Foto, naja, also man sieht ja auch diesen Unterkiefer oder was auch immer das da sein soll. Ey, Leute, das ist unheimlich, aber für Leute, die schon viel gesehen haben, ist das nichts. Information available for 2 of them. There doesn't seem to be an explanation behind the photos, they just sort of exist. The one that appears to have been much overexposed is the one for which I do have some information. Feel free to post a comment below if you happen to know anything about the other 2 pictures. Ja, es ist halt so bei diesen Bildern und bei den Creepypastas ist es oft so, dass gerade die Leute, die das im Umlauf gebracht werden, überhaupt damit gar nicht in Verbindung gebracht werden möchten, weil es ist ja dann auch eine Creepypasta und es soll sich ja viral, sage ich jetzt einfach mal, verbreiten
ohne dass man die Quelle herausfinden kann. Die Leute erfreuen sich ja daran, wenn ihre Creepypastas verbreitet werden und niemand weiß, woher das kommt. Und das macht es ja auch dann noch mysteriöser und eventuell glaubwürdiger für die Leute. Deswegen weiß man bei den meisten Creepypastas nicht genau, woher das kommt, wer das veröffentlicht hat und so weiter. Es gibt da natürlich immer Hinweise, aber so, und diese Fotos sind ja auch alle ziemlich ähnlich, ne? Also das rechte Foto hat eine Hand mit drin, das in der Mitte hat eine Hand mit drin, sogar eine Figur, würde ich sagen, ne? Links neben dem Fenster, und beim dritten Foto ist auch eine Hand mit in dem Foto. Das heißt, er hat sich bei allen 3 Fotos auf die gleichen Dinge konzentriert. Den Hund mit seinem menschlichen Gebiss und seinem unheimlichen Blick in die Kamera und dann immer noch ein Hinweis, dass ein Mensch da ist, also eine Hand. Ja, was das Ganze auch noch ein bisschen mysteriöser und unheimlicher macht, wenn er einfach so eine Hand in das Bild greift. Das ist schon gut gemacht und das ist auch unheimlich, wenn man das zum ersten Mal sieht. Und vor allen Dingen für jüngere Leute, die halt noch nicht so abgewichst sind, sage ich jetzt mal, ist das natürlich etwas, was sehr gut Gänsehaut bringen kann, ne? Wenn man sich darauf einlässt. Pictures. However, I do know a little bit about this one. Reddit user Not Hurting Anymore 5678 wrote a post titled, "I think I found one of the images used to make Smile Dog," with a picture of a husky. The facial features and eyes are identical when comparing the 2 pictures. Ja gut, ne, aber das Gesicht und die Augen sind gleich. Es ist ein sibirischer Husky. So, die unterscheiden sich für uns Menschen im Aussehen nur gering, würde ich mal so sagen. Also wahrscheinlich nur für die Besitzer sind Unterschiede zu erkennen auf die Schnelle zu anderen Hunden dieser Rasse. Ja. I have to say, it is startlingly similar to the Smile Dog picture. The only problem is that the dog in the image is obviously not in front of a red curtain. A Reddit user named Ice Cream Guy posted a comment revealing that he had found the curtain background used in the photo. As you can see, in the image, the ears have also been clearly cropped off. They would simply need to crop out the dog while only going around its head, position it in front of a crimson curtain background, and then apply the eerie effects to it. But that's pretty much all we know. We know nothing about the image's creator and only have little information on one of the 3 photos. In time, we'll hopefully find more information regarding the other Smile Dog photos that, as of right now, remain incredibly mysterious. Mickey Mouse Basement. Oh ja. Mickey Mouse, the iconic cartoon character created by Walt Disney, has captivated the hearts of children around the world for decades. With his infectious charm, playful nature, and timeless appeal, Mickey Mouse has become a beloved figure in popular culture. Despite this, though, there is a particular image on the internet of this iconic character portrayed in a rather distressing way. The photograph in question shows an old, dilapidated basement that has certainly seen better days. Da hat sich einer ganz schön in Schale geschmissen, auch wieder mit einem wunderschön hässlichen, gruseligen Kostüm. Eieieiei. Also die Mickey-Maus-Kostüme von vor 40, 50, 60 Jahren, die sehen natürlich anders aus als die heutigen. Wenn man sich heute die Kostüme ansieht, da in Disneyland und so. Ja, die sind halt süß, es ist Mickey Maus, ne? Aber früher sah es halt echt gruselig aus, so wie da jetzt auch, ne? Diese Schlappohren und dann, also dieser riesige Handschuh. Die Kostüme waren auch so gestaltet, dass es kein komplettes Ganzkörperkostüm teilweise war, sondern eben halt nur Kopf, Schuhe, Hände und ja, er trägt ja, glaube ich, auch noch die Short. Ne? Ja, es ist gruselig, es sieht gruselig aus. Stimmt. Peering around a corner in the distance is a man dressed up in an extremely frightening, eerie Mickey Mouse costume. The man's mask also seems to be a bit squished in, which adds to the nightmare fuel that's already heavily present. It looks to be something you'd see out of a horror movie. Ja, richtig. Für einen Horrorfilm wäre das ideal, ne? Also da könnte man tatsächlich einen Horrorfilm rausmachen. Irgend so ein perverser Killer oder irgendwie so ein halb Mensch, halb Monster in dem Mickey-Maus-Kostüm da. Ja, könnte man machen, ne? Ist eine Idee, aber müsste man sich wahrscheinlich auch die Rechte von Disney sichern. Ich habe hier seit Tagen eine Fliege, die mir extrem auf den Sack geht. Ständig taucht die in meinen Videos auf. Drehe ich nicht, ist sie weg. Sie ist nur da, wenn ich drehe. Naja, egal. Lassen wir sie fliegen. Ja, es ist sehr gruselig, ja. Es ist wirklich gruselig. Ich glaube, wenn ich das nachts im Internet entdecken würde, ohne irgendeinen Zusammenhang oder was auch immer, ich würde, glaube ich, für eine Sekunde Gänsehaut haben, ja. It should be mentioned that there was also a very similar photo that circulated online, which showed someone pointing a gun at the man. Ja, aber das ist ja wohl reingeschnitten, ne? Und auch ziemlich, ich will es mal so sagen, ziemlich schlecht. Sieht man ja auch, ne? Ganz andere
Farbgebung, Helligkeit, das passt überhaupt. Also, wer macht denn sowas? Das ist auch Photoshop wieder. Man dressed as Mickey. But it turned out this was just a convincing photoshopped version of the original image. Bitte. By doing a bit of research on the internet relating to this picture, you'll find that there really isn't a lot of information out there regarding the backstory or origins of it, or even what exactly is going on in it. However, there are some people online who have their theories about what's going on. A Reddit user by the name of Real Show posted to the r/out-of-the-loop subreddit asking his fellow Redditors what exactly the photograph is, who took it, etc. Another Reddit user replied to the post stating, "It's just a cursed photo using creepypastas and memes, just like all cursed photos." Probably some dude's just kidding. One encountered a dirty Mickey Mouse suit and decided to take a photo of himself in it in an abandoned-looking place to make a scary photo. A lot of the comments seem to echo that theory, which, if true, is a sigh of relief. If this is not the case, however, then what exactly is going on in this extremely weird and unexplainable image? Ich bin mir sicher, dass da jemand einfach das Kostüm gefunden hat und meinte, das sieht so gruselig aus. Komm, wir machen mal ein Foto damit. Am besten gehen wir in den Keller, da wirkt es noch gruseliger. So, und dann wird das Foto geschossen und dann, komm, wir laden das mal hoch. Ja. Genau so wird es gelaufen sein. Is this just some guy messing around in a Mickey Mouse outfit in an attempt to scare the internet? Or was this something far more sinister? Nein. We'll likely never know. Stairs in the Woods. Reddit user Search and Rescue Woods posted a tale on August 25th, 2015, which stated a whole frenzy. Strange staircases seem to be appearing everywhere in the woods. As soon as the article appeared on Reddit, additional people jumped in to comment and add their own tales, giving the phenomenon more credibility. Da habe ich auch noch nie von But is gehört. it true or is it a hoax? Numerous blogs and communities, including Reddit, have spread the tale, which has since grown to the status of something of an online legend. The text of the original post is as follows. Now, I don't know if this is true in every SAR unit, but in mine it's sort of an unspoken, regular thing we run into. You can try asking about it with other SAR officers, but even if they know what you're talking about, they probably won't say anything about it. We've been told not to talk about it by our superiors, and at this point we've all gotten so used to it that it doesn't even seem weird anymore. On just about every case where we're really far off in the wilderness, I'm talking 30 or 40 miles, at some point we'll find a staircase in the middle of the woods. It's almost like if you took the staircase in your house, cut them out, and put them in the forest. I asked about it the first time I saw some, and the other officer just told me not to worry about it, that it was normal. Everyone I asked said the same thing. I wanted to check them out, but I was told very emphatically that I should never go near any of them. I just sort of ignore them now when I run into them, because it happens so frequently. Okay, also er hat diese Treppe entdeckt und hat auch mit Offiziellen darüber gesprochen. Die meinten, er sollte sich keine Sorgen machen, er sollte darüber nicht reden. Wenn er das im Wald sieht, sollte er lieber weglaufen. Hä? Ob das jetzt stimmt, ist natürlich noch eine andere Frage. Ich meine, diese Dinger können auch, was weiß ich, von Treppenbauern da so als Übung oder so hingebaut worden sein. Oder es sind Kunstwerke oder so. Ich habe davon aber auch noch nie gehört. Aber vielleicht führen diese Treppen hier in eine unbekannte Dimension. Wer weiß. It's interesting to note that this was not merely something that came from a creepypasta. Ah, okay. Broadcast 2 months before the initial creepypasta, a WLOS News 13 film investigated the same idea. But let's get into the actual origins of this photo. It turns out that this was a massive art project by a man named Bruce Allen, who constructed this in Kunstprojekt, okay. 1988. Allen stated, "I was overwhelmed by the scale, energy, and presence of the trees, and spent several days tramping through Beechenhurst on and off the paths looking at what was there, getting a feeling of the place, and wondering how my own ideas might fit in. I took along with me the knowledge that globally forests and jungles are being stripped, exploited for timber, and cleared for farming. However, despite the historical exploitation that has happened in the Dean, mining of iron ore and coal, felling trees for timber, shipbuilding, and charcoal, there exists in the forests an intimacy peculiar to no other place that I know." Okay, Bruce Allen ist also der Künstler, der hat 1988 diese Treppe da hingesetzt. Der war halt so fasziniert von dem Ort und ja, auch das Waldsterben, das Holzfällen und so weiter. Ist halt auch eine Art von Protest gewesen, den er da kunstvoll irgendwie präsentieren wollte. Und dass halt dieser Wald auch eine Art von Intimität ausstrahlt, ein intimer Platz wie kein anderer. Ja.
Und deswegen hat er dieses Kunstwerk dahingesetzt. Ja, und jetzt Jahrzehnte später wirkt das natürlich sehr, sehr gruselig. Oft hat man dann auch Treppen, wahrscheinlich zu irgendwelchen Gebäuden, die nicht mehr stehen oder Brücken, die nicht mehr existieren oder über Hügel, die Treppen verrotten langsam, weil sie halt nicht mehr genutzt werden oder repariert werden. Ja, ist nur halb so gruselig, wie es scheint. Und das, was der Typ da erlebt hat, ist wahrscheinlich auch nicht wahr. Ist halt auch so eine Art Creepypasta, ne? Based on the design of their earliest astronomical observations in India, Bruce Allen created the observatory, a straightforward artwork that consists of a stairway that leads nowhere. It was painted black to contrast with the light and vibrancy of the forest, which was situated near a protected pond in a region of trees bordered by thicker plantation. Visitors may halt and take in the woodland from an observation platform at the top of the staircase and a little alcove under the stairs. The sculpture was just some innocent art project used by people online as the face of a creepypasta. Nowadays, the sculpture has since been decommissioned. There's no remaining trace of it in the real world today. Oh, die wurde also entfernt. Ja, die Treppe ins Nichts, ne? Ja, da waren ja ein paar tolle Aufnahmen dabei, ne? Also viel auch zum Spekulieren, muss ich sagen. Das mit der Treppe am Ende, ja, oft sind es halt die normalsten Dinge, in die man dann das Unheimlichste rein interpretiert. Hier eben auch mit dieser Treppe. Und eine Creepypasta kann sich ja um alles spannen, ne? Und spinnen. Ist halt einfach so, haben wir jetzt ja auch bemerkt. Viel bearbeitet, viel, was eigentlich gar nicht gruselig ist. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Diese Bilder auf den ersten Blick, wenn man sie zum ersten Mal sieht, sind gruselig auf alle Fälle. Alle durchweg. Und ja, wenn ihr euch dieses Video von Chilling Scares gefallen hat, unten ist der Link in der Beschreibung. Geht auf die Seite und lasst einen Daumen hoch da für dieses Video von Chilling Scares oder auch für seinen Kanal. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst. Einen Daumen nach oben für dieses Video, einen lieben Kommentar und aktiviert bitte, bitte, bitte die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues kommt. Ich empfehle mich, ich wünsche euch was. Adios, macht's gut.